Zwiebelsorten gibt es ziemlich viele. Welche du für deinen Zwiebelkuchen nimmst, entscheidet deinen Geschmack oder welche du gerade im Haus hast. Ich war in jedem Fall auf dem Markt und habe ein paar verschiedene Sorten Zwiebeln eingekauft. Ob jetzt normale gelbe Zwiebeln, rote Zwiebeln oder Schalotten, das spielt eigentlich keine Rolle. Lecker wird der Zwiebelkuchen mit jeder Sorte. Ja, und jetzt bin ich auch schon wieder zurück und wollte noch schnell Hallo, herzlich willkommen auf dem Nico Stanizor Kanal sagen, bevor wir mit dem Zwiebelkuchenrezept loslegen. Ja, und dazu gibt es einen leckeren Federweißer oder Moscht oder einen naturtrübeln Apfelsaft, was ich jetzt allerdings alles nicht da habe. Aber ein Wasser tut's auch. Oder eine Cola oder eine Orangenbrause oder ein Bier oder eine Milch oder eine Cola. Ja, was auch immer du zu deinem Zwiebelkuchen trinkst, es wird sicher lecker sein. Für den Hefeteigboden brauchen wir 250 ml lauwarme Milch und 7 Gramm Trockenhefe, die wir in eine Rührschüssel geben und verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. Ja, anschließend kommen 500 Gramm Weizenmehl Typ 55, 30 Gramm weiche Butter, ein Ei Größe M und ein halber Teelöffel Salz dazu. Und das verkneten wir dann alles mit den Händen in 5 Minuten zu einem geschmeidigen Teig. Noch besser wird der Teig, wenn du ihn 10 Minuten knetest. Also das kann man natürlich auch in der Küchenmaschine machen oder mit einem Handmixgerät, aber seit mir der Knethaken von meinem Handmixgerät abgebrochen ist, muss ich das halt wieder von Hand machen. Ja, und dann können wir den Teig abdecken und für 60 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. Und dann haben wir genug Zeit, um die Zwiebeln zu schneiden. Und zwar brauchen wir davon ein ganzes Kilo. Wie am Anfang erwähnt, ob das rote Zwiebeln, gelbe Zwiebeln oder Schalotten sind, das spielt jetzt wirklich keine Rolle. Was halt da ist, was du magst, was du bevorzugst, das nimmst du. Ich schneide mir die Zwiebeln hier in Streifen. Du kannst aber auch Würfel schneiden, aber Zwiebeln in Streifen schneiden ist halt einfacher. Und ein bisschen faul sein ist auch okay. Ja, wenn die Zwiebeln dann geschnitten sind, geben wir 30 Gramm Butter in eine Pfanne und braten 100 Gramm Speck an oder Bacon. Ich habe jetzt hier Bacon verwendet, ich mag halt lieber Bacon nehmen. Den braten wir 1-2 Minuten an und dann kommen die Zwiebeln dazu. Und die lassen wir dann einfach erstmal so 5 Minuten bei schwacher bis mittlerer Hitze braten. Dann fallen die ein bisschen zusammen und dann kann man die auch wunderbar umrühren. Während die Zwiebeln da so vor sich hinschmoren, geben wir 3 Eier und 250 Gramm saure Sahne oder Schmand in eine Rührschüssel und verrühren die. Ja, dann heizen wir zwischendurch noch den Backofen auf 220 Grad Ober-Unterhitze. Anschließend können wir die Zwiebeln würzen mit einem Teelöffel Salz, einem halben Teelöffel Pfeffer und einem halben Teelöffel Muskatnuss. Und glaub mir, wenn du das jetzt umrührst, das duftet so lecker. Ja, wenn das verrührt ist, können wir uns als nächstes um den Teig kümmern. Dafür geben wir ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, stürzen den Teig darauf und rollen den auf Größe des Backblechs aus. Ich habe das Backblech jetzt hier mit Backpapier ausgelegt. Man kann das Backblech natürlich auch einfach nur mit Öl oder Butter einfetten und dann mit Mehl ausstäuben. Aber ganz ehrlich, ich bin zu faul, das Backblech zu schrubben. Und mit Backpapier geht das also wunderbar. Ja, dann geben wir die Zwiebeln da drauf und verteilen die gleichmäßig.
Ja, dann geben wir noch die Eiercreme oben drauf, verteilen hier ein bisschen und dann können wir das Blech schon im 220 Grad heißen Backofen schieben und für 30 Minuten backen. Ja, und dann so. Ja, das gesagt. Ich muss jetzt hier ganz dringend so einen furchtbar leckeren Zwiebelkuchen essen und schneide mir hier ganz kackfrech ein Stück direkt aus der Mitte raus. So. Oh, schön knusprig. Gleich mal testen. Kann man das hören? Super knusprig. Das gesagt. Mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du meinen Kanal Nico Stanizock noch nicht abonnierst, dann sei so lieb und abonniere den Kanal Nico Stanizock, das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, dann sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da oder nach unten, wie du magst. Ich verabschiede mich jetzt und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier. Nochmal. Hier. Zwiebelkuchen machen gehen. Tschüss. Ich brauche dringend Zwiebelkuchen. Aber der ist noch ein bisschen zu heiß.